meine Freunde, wir haben mal wieder ein technisches Problem und zwar geht unser Lifehide Fensterreiniger nicht mehr. Wenn wir versuchen ein Fenster zu reinigen, ich mache es jetzt erstmal feucht, gehe mit dem Gerät dahin, schalte es ein. Anfangs geht er noch und dann geht er relativ schnell auf Rot, obwohl die Batterie frisch geladen ist. Das Gerät ist akkubetrieben. Schauen wir es uns mal an. Da vorne, das hat damit nichts. Irgendwo im hinteren Teil sollte der Akku sein. Wenn man genau hinschaut, sieht man hier eine Klappe. Die Schraube ist eine sogenannte Plus-Minus-Schraube. Die kann man sowohl mit einem kleinen Kreuzschlitz, also Philips 1, oder mit einem Schlitzschraubenzieher aufmachen. Profis nehmen einen Plus-Minus-Schraubenzieher, der dieses Profil vereint. So, der rastet dann ein. Wir machen das Schräubchen mal raus. Und da ist das Schräubchen. Dann könnt ihr die Klappe hier mit dem Fingernagel öffnen. Und Glück gehabt, direkt darunter ist die Batterie. Wir ziehen mal alles vorsichtig raus, was da so drin steckt. Aha. Hier auf die Nase drücken und dann rastet der Stecker aus und kann abgezogen werden. Wenn ich euch jetzt nur den Wechsel der Batterie zeigen würde, wäre das ja kein Video für mich. Wir messen natürlich erstmal ein bisschen. Bei der Batterie handelt es sich um eine Lithium-Ionen-Batterie mit einem Nennwert von 3,7 Volt. Wir schalten das Messgerät also auf Spannung an, schauen, dass es auf DC steht. Vergleichsstrom. Messspitzen rein. Polung ist bei den modernen Messgeräten gleich. So, ich gehe mal auf die Spitzen und wir messen 3,98, also fast 4 Volt. Jetzt würde man sagen, ist ja alles in Ordnung. Aber warum geht das Gerät dann nicht? Jetzt machen wir eine kompliziertere Messung. Wir machen nämlich jetzt mal eine Messung während des Betriebs und messen gleichzeitig die Spannung an der Batterie, wenn der Strom fließt und auch den Stromfluss. An den Pluspol schließe ich jetzt mal so eine Hirschmann-Klemme an. Vom Pluspol des Gerätes verbinden wir jetzt auf den Hochstromeingang des Messgerätes. Ich muss hier auf Amperemessung im DC-Bereich, DCA, und oben auf den 10 Ampere Messbereich. Dann geht es vom Pluspol auf unsere Batterie. Und von der Batterie gehen wir auch wieder mit so einer Messspitze zurück aufs Gerät. Damit ist der Stromkreis erstmal geschlossen. Wir wollten aber gleichzeitig noch die Spannung messen. Von hier zu hier noch die Spannung an der Batterie. Jetzt messe ich erstmal im Leerlauf. Wir haben wieder die 4 Volt und mein Assistent schaltet das Gerät ein. Und hier geht schon auf 3,2 zurück. Jetzt mal ein bisschen anheben zum Saugen. In dem Moment, wenn er einschaltet, bricht die Spannung auf 3 Volt zusammen. Ungefähr 1,8 Ampere. Das heißt, wenn das Gerät in Betrieb geht, bricht die Spannung an der Batterie zusammen. Wir müssen also die Batterie wechseln. Die Batterie an sich ist eine ganz normale BFN Lithium-Ionen-Zelle, eine 18650. Wenn man sie jetzt als Ersatzteil mit dem Stecker kauft, kostet es ungefähr 17 Euro. Die nackte Batterie kostet allerdings nur ungefähr 5 Euro. Das heißt, ich werde euch jetzt zeigen, wie man die Batterie wechselt. Zuerst müssen wir mal den Schutzmantel von der Batterie entfernen. Und das ist der Schutzmantel. Hier ist noch eine Lage durchsichtiges Klebeband drauf. Auch vorsichtig versuchen abzuziehen. Ja. Jetzt gehe ich mal vorsichtig mit dem Schrauber da oben drunter. Und wir haben den Deckel auch noch weg. So, sogar den Deckel konnte ich noch retten. Dann machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Oh, hier geht es schwerer. Allerdings würde hier ein bisschen Temperatur helfen.
Das ist zwar Lithium-Ionen, aber ein bisschen warm machen kann man es, dann löst sich der Kleber einfacher ab. Aha, geht schon wesentlich einfacher. Oh, sich auch wieder trennt. Das ist so eine Art doppelseitiges Klebeband auf der Kappe. Wir versuchen mal den alten Kontakt zu retten, indem wir einfach so lange wackeln, bis die Klebestelle bricht. Will nicht. Na, jetzt kommt sie. Und wir haben den Kontakt gerettet. Den biegen wir wieder flach und verlöten auf der neuen Batterie. Beim Ablösen der Kontakte müsst ihr darauf achten, dass er keinen Kurzschluss macht. Auf der Seite ist es kein Problem, weil hier haben wir nur den Minuspol. Wenn wir jetzt aber in die andere Seite gehen, ist nur der Mittelpol Plus und unter dieser Verkleidung hier, unter dem blauen, sitzt schon die Minushülle. Und ich habe es kurzschlussfrei weg. Auch bei der neuen Batterie müsst ihr aufpassen, die sind meist schon vorgeladen. Original waren diese Anschlüsse punktgeschweißt, könnte man machen, wenn man das Gerät hat. Solche Geräte gibt es heute schon relativ günstig, aber wir haben hier keinen Bedarf, weil wir genügend Platz haben. Wir können also auch die Batterie einlöten. Die alten Kontakte müsst ihr mit dem Zänkchen ein bisschen gerade machen, aber beim Löten ist das nicht so kritisch. Beim Punktschweißen würde man neue nehmen. Auch den machen wir ein bisschen gerade. Der hat ja ein bisschen gelitten, aber das ist egal, bei dem Strom, wo der fließt. Die neue Batterie ist meist schon vorgeladen, da gelten dann die gleichen Sicherheitsmaßnahmen. Wir müssen also aufpassen mit Kurzschluss und auch beim Löten müssen wir jetzt extrem aufpassen, damit uns die Lithium-Ionen nicht um die Ohren fliegen. Ihr braucht einen relativ kräftigen Lötkolben. Man täuscht sich nämlich, mit dem kleinen Lötkolben bekommt man das viel zu langsam heiß. Da geht die Wärme überall hin. Mit einem kräftigen, heißen Lötkolben bringt er die Stelle lokal heiß. Um die Kontakte löten zu können, müsst ihr die schmirgeln. Die müssen richtig schön metallisch blank sein. So, und dann sofort Flussmittel drauf. So, dann ein bisschen Zinn an den Lötkolben und hier erstmal Zinn drauf. Aha, das hat gebunden, ihr habt es gesehen. Den Kontakt könnt ihr auch ein bisschen schleifen. Auch hier wieder von der Paste drauf. Und dann heiß machen, so lange heiß halten, bis das Zinn fließt. Jetzt ist es drauf. Bevor wir es anlöten, machen wir noch ein bisschen Schrumpfschlauch drüber, dann können wir den Kontakt nachher besser isolieren. So, jetzt machen wir das einfach zusammen warm. Kurz fließen lassen, halten und gut ist. Dann schieben wir den Schrumpfschlauch, soweit es irgendwie geht, und schrumpfen ihn an. Die gleiche Nummer an der anderen Seite. Auch hier müssen wir den Pluspol gut schleifen. Wenn er geschliffen ist, gleich die Paste drauf. Danach ist es nicht mehr so schlimm. Und auch hier wieder schön Batzen draufsetzen. Ihr seht, das wurde ideal. Ich habe hier einen schönen Lötpunkt, aber von dem Lötzinn ist keins nach unten geflossen, kann keinen Kurzschluss machen. Auch die andere Seite schleifen. Jetzt dürft ihr live zuschauen, wie sich der Onkel die Finger verbrennt. Ja, es geht noch. Gut. Und jetzt verbrennt er sich erst richtig die Finger. Okay, perfekt. Ich habe jetzt so vorsichtig gelötet, dass diese rosa Isolation komplett unbeschädigt ist. Nichtsdestotrotz, doppelte Sicherheit. Wir verkleben einfach ein Stück Karton an der Stelle noch unterm Kontakt. Ich mache das jetzt ein bisschen fettfrei, ein bisschen Isopropanol. Die andere Seite auch. Zum Verkleben der Endkappen
nehme ich ein bisschen Epoxidkleber. Das ist wahrscheinlich besser wie Klebeband, weil wenn man jetzt Isolierband nehmen würde und die Akkus werden beim Laden doch relativ warm, dann spürt man, wie sich das Isolierband auflöst. Den Kleber gut verrühren. Schön satt draufpumpen. Die Kappe drauf und es wird wieder dicht. Ich habe den schnellbindenden genommen, der ist in wenigen Sekunden oder 2 Minuten fest. Und die gleiche Nummer auf der Gegenseite. Jetzt ist unser Ersatzakku fertig. Der sieht doch fast aus wie ein neuer. Ein kurzer Funktionstest und wir haben 3,8 Volt. Perfekt. Jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört. Rastet sofort ein. Dann kommt zuerst die Batterie ins Gehäuse. Ganz unten ist eine Führung für die Batterie. Die müssen wir jetzt treffen und der Kabelabgang muss nach rechts sein. Die kommt jetzt so hier rein. Und wenn ich drin bin, kriege ich noch irgendwo den Stecker auf die Seite rüber. Wenn alles drin ist und so halbwegs verstaut, kommt das Deckelchen drüber. Schraube rein. Unser toller Plus-Minus-Schraubenzieher drauf. Bisschen rückwärts drehen, dass wir das Gewinde finden. Immer wenn es Klick macht, können wir sie reindrehen und gut ist. Und unser Gerät geht wieder einwandfrei. Mit dem neuen Akku hat er jetzt auch wieder genügend Power, damit man dann ein paar Minuten am großen Fenster spielen kann. So, ihr habt gesehen, mit ein bisschen Heimwerken kann man sich das Leben doch deutlich billiger machen. Ich sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.